Hallo ihr Lieben, wir gucken in eure Botschaft für den nächsten Monat. Welches Thema darf ich dem Kollektiv der wieder weitergeben? Ja, wir haben hier das Thema Vergebung. Kann ja natürlich sein, ihr werdet mit irgendwelchen Themen konfrontiert, wo ihr merkt, ihr hadert noch irgendwie mit einer Situation, mit irgendwas, mit irgendjemandem. Manchmal muss man sich auch selbst vergeben. Schauen wir weiter. Es geht um euer Umfeld, um eure Familie, um die Häuslichkeit, um eure Grenzen. Ich habe sehr viel Wunscherfüllung aus dem Umfeld raus. Dinge, die sich klären. Eine Situation, die ihr stabilisiert, auf ein anderes Fundament bringt. Wenn ihr irgendwelche Themen mit Wohnungen, Umzügen oder so habt, stehen die Dinge hier unter einem guten Stern. Irgendetwas soll Fahrt aufnehmen für euch. Ihr seid sehr bewegt in den Gedanken. Und ich habe hier aus dem Unterbewusstsein so ein bisschen der Blues, der hier mit euch schwingt. Die Intuition ist sehr hoch, das Unterbewusstsein möchte mit euch sprechen. Gewisse Schattenthemen, die ihr auch so ein bisschen weggedrückt habt. Spiritualität, Glaube und Hoffnung. Und es geht hier um irgendwelche Verluste aus der Vergangenheit. Etwas, was an euch nagt. Und hier diese Themen, die können jetzt mit einer Vaterfigur zu tun haben oder mit einem Verlust in der Partnerschaft oder so. Oder aber auch einfach mit dem Vertrauen ins Leben. Hier sieht man eine Person für euch wichtig werden. Das kann eine Person aus der Vergangenheit sein, aber auch eine ganz neue Person, die hier irgendwie Klärung und gute Bewegung nach vorne mitbringt. Ein Impulsgeber. Die Möglichkeit, etwas zu eurer eigenen Größe hinzugestalten, aus eigener Kraft. Ich habe so ein bisschen schicksalshafte Einflüsse aus dem Umfeld. Da kann es um den häuslichen Bereich gehen, um Vaterthemen, Ex-Partner oder auch um die Finanzen im weitesten Sinne. Das Thema Selbstwert wird angezeigt. Möglicherweise geht es hier irgendwie um finanzielle Sicherheit auch. Hier kann man sich auch einen Ratgeber suchen. Ja? Und ihr habt hier die Möglichkeit, euch neue Türen zu öffnen. Ein ganz neues Kapitel aufzuschlagen in eurem Leben. Ein Wissen, das ihr angesammelt habt, eine Erfahrung irgendwie euch zunutze machen. Und ihr schaut hier in sehr stabile Energien. Der ein oder andere hat hier auch ein berufliches Weiterkommen oder die beruflichen Sehnsüchte sprechen mit euch. Und mit den Blumen haben wir hier natürlich auch die Energie, wo ihr etwas umsetzen könnt, was ihr euch schon längere Zeit erhofft habt im beruflichen Bereich oder etwas, was euch stabilisierend entgegenkommt. Ja, das Eisenkraut, die Seelenwünsche. Hier geht es sehr darum, sich auch vorzustellen, zu visualisieren, was einen glücklich macht, wieder Visionen zu haben und eben auch magische Möglichkeiten, die Wünsche umzusetzen. Es kann ja auch sein, dass Geheimnisse gelüftet werden, dass irgendetwas Unausgesprochenes hochkocht und für eine Klärung oder eine Lösung dann wiederum gut ist.
Und wir haben ja hier die Schattenthemen, dass ihr mit der Weide auch durch schwierige Zeiten geführt werdet, dass sich Dinge zum Guten wenden, dass man biegsam ist und nicht bricht, sozusagen. Die Weide hat ja sehr, ja, biegsame Äste. Ihr habt die Hummel, ihr Lieben, wieder. Hier gestaltet sich etwas neu. Es ist so ein bisschen unruhig. Aufbruchsstimmung herrscht. Es geht jetzt darum, für sich einzustehen, für sich und seine Dinge. Das, was sich hier unten so schön als Buch zeigt, als Wissen, als Instruktion, die ihr braucht, kommt auch hier bei der Karte wieder zum Vorschein. Denn ihr kriegt hier sehr viele fruchtbare Erkenntnisse. Hier findet ein Austausch statt, eine Klärung. Und wenn man mal an die Arbeit der Hummel denkt, die bestäubt hier irgendwelche Blüten und macht sich auf die Reise, ne? Verbreitet das so, dass sie nachher viele Früchte ihrer Arbeit hat. Man hat vielleicht auch das Sprichwort, ich habe Hummeln im Hintern, also dieses gewisse, ich möchte was tun, agieren, ich bin unruhig, mit auf dem Weg. Und hier geht es nicht darum, verbissen seinen Willen durchzusetzen, sondern mit neuem Wissen, mit neuen Erfahrungen etwas beiseite zu lassen, sich zu öffnen, die Möglichkeiten auch angucken, die aus der Umgebung kommen, Gespräche, die aufmunternd sind. Hier haben wir ja den Impulsgeber in Form des Bären. Ja, hier sind wichtige Kontakte, hier können die Träume aufflackern. Hier muss man auch ein bisschen loslassen und vertrauen. Und man wird eben einfach auf seinem Weg, den man hier geht, viele gute Früchte aufs Feld bringen, die man dann später ernten kann. Vertraut hier ein bisschen auf eure Führung, auf eure Intuition, auch die ist hier sehr hoch. Eine große spirituelle Entwicklung auch, eine große Erfahrung. Wir haben hier die heilige Insel mit dem Thema Einsamkeit. Einsteils ist es so, dass ihr euch hier austauscht und Impulsgeber habt. Andererseits habt ihr hier das Thema sich zurückziehen. Manchmal drückt sich das auch so aus, dass man sich mit den Dingen, die einem so mitgegeben werden, alleine gelassen fühlt. Hier mit dem Wasser drumherum natürlich auch abgegrenzt von irgendetwas. Jedenfalls geht es darum, Zeit zu nehmen für sich selber, wichtige Entscheidungen auch zu treffen, die mit dir selber zu tun haben. Es geht ja auch nicht darum, der Masse zu folgen oder irgendetwas so zu machen wie alle anderen, sondern die Individualität, die du hast, wird dich hier ans Ziel führen. Eine Phase, wo die Kreativität auch groß ist für all deine Lebensbereiche. Und wenn hier irgendetwas so ist, dass es eher Kräfte zieht, weil es geht ja hier darum, die eigene Größe zu leben, das eigene Ding umzusetzen, das Selbstvertrauen und den Selbstwert zu haben, trotz allem, wie man ist, für sich einzustehen. Also lasst praktisch nichts zu, was euch Kräfte zehrt. Ihr braucht die Kraft für euch. Ihr dürft hier das Leben neu ordnen, euch auch die Zeit nehmen, neue Pfade zu beschreiten oder alte Schuhe auszuziehen. Und es ist hier ein bisschen ein Prozess der Selbsttransformation. Hier wird wirklich etwas Altes auch aufgelöst, ein Familienthema mitunter und mit vielen schicksalshaften Umständen, die von außen kommen, die dir dann Anlass genug geben, dich zu klären. So, was haben wir noch? Die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss.
Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Hier sieht man unten am Deck, ich hole es mal nochmal her, auch das Fundament, die Erfahrung, die du gemacht hast in der Vergangenheit, die dir im Jetzt nutzen, berufliche Ziele, Talente, Träume zu verwirklichen, ein Ziel zu finden. Auch Arbeit, die sich ausgezahlt hat, liegt vor deiner Nase für den neuen Monat. Und dazu darfst du dein ureigenes, spezielles Talent, vielleicht auch gerade das, was dich von der Masse abhebt, zum Entfalten bringen. Eine sehr schöne Legung für die Widder. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald.